Hallo, herzlich willkommen wieder zur Aquarellwerkstatt. Heute zeige ich dir, wie du dunkle Aquarellfarben einsetzen kannst, um noch mehr Leuchten in deine Aquarelle zu bringen. Und jetzt geht's los. Um euch zu zeigen, wie wichtig die Tonwerte in der Aquarellmalerei sind, habe ich einige Bilder mitgebracht, die schauen wir uns jetzt gemeinsam an und ich erkläre einmal, worauf es in meiner Art, Aquarell zu malen, besonders ankommt. Wir haben hier zum Beispiel einmal das Motiv. Hier ist der erste Farbauftrag mit hellen und transparenten Farbschichten, sehr wässrig aufgetragen. Das trocknet dann komplett und dann kommt hier der zweite Farbauftrag mit den kräftigen und dunklen Tonwerten. Und dabei ist es ganz wichtig, dass ich von vornherein weiß, wie viel Farbe, wie viel Wasser habe ich im Pinsel, um zum Beispiel so einen sehr dunklen Tonwert trotzdem noch transparent aufs Papier zu bekommen. Ihr seht, hier leuchtet unter dem dunklen Schatten auch etwas von dem hellen Tonwert aus dem ersten Farbauftrag hervor. Und das ist unser Ziel, dass wir immer wieder versuchen, das Leuchten in das Bild zu bekommen. Hier haben wir jetzt ein anderes Motiv, ein Stillleben, gleiche Vorgehensweise. Tonwertstufen 1 bis 3, wässrig, transparent, Papier weiß scheint durch im ersten Farbauftrag. Der zweite Farbauftrag wird darüber gelegt, das muss komplett trocknen, dann kommt der zweite Farbauftrag mit den Dunkelheiten im Bild. Ihr seht es hier besonders an dieser Stelle, da wo mein Bildfokus ist, kräftige Dunkelheiten. Umso mehr leuchtet es aus dem ersten Farbauftrag heraus. Auch hier bei diesem Arbeitsblatt aus meinem Winterkurs, es handelt sich hier um relativ monochrome Malerei. Ihr seht hier ein bisschen die Farben, die ich verwendet habe, es sind nicht viele. Auch hier sieht man, die unterschiedliche Tonwertigkeit bringt ein Aquarell zum Leuchten und schafft auch Perspektive, räumliche Distanz. Es ist also unverzichtbar, dass wir da alle Möglichkeiten, die wir im Aquarell haben, ausreizen und sie in den Bildern auch unterbringen. Um einen guten Zugang für diese Art der Malerei mit der Handhabung der unterschiedlichen Tonwerte zu bekommen, gibt es jetzt eine kleine Basisübung. Ich empfehle diese Übung auch gerne nachzuarbeiten, auch mehrmals, damit man wirklich ein Gefühl bekommt, wie die Farbe im Pinsel reagiert, was es ausmacht, wenn ich mehr Wasser, wenn ich weniger Wasser im Pinsel habe. Meine erste Mischung soll ein sehr heller, wässriger Auftrag werden. Wichtig ist, dass ich immer genug Wasser auf der Palette habe. So, den letzten Tropfen kann man jedes Mal etwas mit einem trockenen Pinsel wie ein Schwamm wieder vom Papier abnehmen. Das ist jetzt Tonwertstufe 1, sehr zart, sehr leicht. Jetzt mische ich die gleiche Farbe, ich bin immer bei Sienna gebrannt, etwas mehr Pigment rein und versuche etwas kräftiger im Tonwert. Wieder schön wässrig hier meinen zweiten Tonwertstufe aufzutragen. Wenn das Papier ein wenig schräg steht, wie bei mir jetzt hier, wird sich am unteren Rand, wenn ihr mit genug Wasser gearbeitet habt, immer ein kleiner Tropfen sammeln. Das ist also durchaus erwünscht. Den immer wieder abheben mit einem trockenen Pinsel. Dann wird es keinen Rückschlag der Farbe und des Wassers geben. Das könnte sonst zu sehr unschönen Rändern führen. Ihr seht jetzt schon, dass es eine ganz gute Abstufung gibt, die sehr fein abgemischt ist, nuanciert ist und ich habe einigermaßen noch die Kontrolle hier über mein Verhältnis von Wasser und Farbe und weiß, wie das jetzt hier auf dem Papier erscheinen wird. Pigment kommt hier rein. Es würde genauso gut funktionieren mit Näpfchenfarben. Ich benutze die Tubenfarben, weil ich einfach sehr viel male und das ist deutlich preiswerter. Und weil ich etwas schneller in diese cremige Konsistenz hier reinkomme. Also jetzt muss man sich vorstellen, habe ich schon ungefähr die Konsistenz von leicht flüssiger Schlagsahne.
Es ist also nicht mehr wässrig. Jetzt komme ich schon wirklich in die sehr dunklen Bereiche rein. Das heißt, mein Pinsel war im Wasser auf dem Tuch trocken und dann in die Palette die Farbe. Es darf nicht mehr zu viel Wasser im Pinsel sein, sonst wird der Tonwert natürlich wieder heller. Das ist immer das Wasser. Hier ist immer noch nicht Schluss mit dem Sienna gebrannt. Es kann noch mehr. Ich spüle also meinen Pinsel aus, streife ihn schon mal ein bisschen ab, dann ganz wichtig hier drauf aufs Tuch schön trocken machen den Pinsel, denn hier liegt noch genug Flüssigkeit für meinen letzten Auftrag. Sehr viel Pigment rausholen. Und jetzt habe ich hier die Konsistenz von Nutella. Im Gegensatz zu Wasser, wässrig, Kaffee, Sahne, Nutella. Und noch mehr. Viele Aquarellmaler hören ungefähr in diesem Bereich auf. Und es ist wichtig, dass man diese ganz dunklen, entschlossenen, kräftigen Farbaufträge auch unterbringt. So, das war's für heute. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren.